Heute fährst du einen sehr schweren Güterzug von Mürzzuschlag bis Globnitz und somit herzlich willkommen zu meinem neuen Video im Train-Simulator. Ich habe wieder mal wild rumgebastelt. Ausgangsmaterial war ein Originalszenario von RSSLO auf der Südbahn. Ich zeige euch einmal den Zug und wie ich sehe, hat der Tunnel vom Verschieber den falschen Panto oben, nämlich den hinteren. Den müssen wir ändern. Das werden wir jetzt auch gleich machen mit der Shift- und P-Taste. Das geht bei der Lok von RSSLO ganz gut. Der schaut sie nämlich nicht ab. Nicht wundern, der hintere Panto ändert sich komischerweise erst, wenn ich losfahre. Warum, weiß ich nicht. Das ist die Freeware 1042 von RWA. Und vorne haben wir 187 von der Wiener Lokahl Bahnen Cargo GmbH. Ich glaube zumindest, dass er GmbH ist. Und wir fahren in den Sonnenaufgang über den Semmering. Ja. Und ich steige jetzt einmal ein und mache jetzt einmal den Rest der Lokahl Cipher einschalten, PZP einschalten, dann mit Shift 7 auf die PZP Modus 50, weil wir ja einen schweren Güterzug haben. Richtungswender nach vorne, Licht müssen wir noch einschalten. Wie gesagt, ich habe da eigentlich das komplette Szenario geändert. Ist eigentlich schon mehr von mir gebaut als wie umbaut, aber halt das Rollmaterial und die ganzen Fahrpläne, und da habe ich halt ein bisschen Zeit gespart, aber im Endeffekt habe ich doch länger gebraucht, als was ich glaubt habe. Ich habe da jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Tage an dem Szenario mal umgeschraubt, dass ich es zeigen kann. Wie gesagt, das ist eine 187, eine Trax 3 von RSSLO. Ich finde die Lok recht angenehm. Bisschen gewöhnungsbedürftig ist die AFB-Regelung, weil man eben draufbleiben muss auf der Taste, bis sie richtig oben ist. Und wenn man da jetzt schaut, hier, warte, ich schalte mal das Instrumentenlicht, also wenn ich jetzt die AFB, da habe ich auch dieses V Plus und 0. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf C drücke und drauf bleibe, dann geht er mal gleich komplett runter. Und das ist natürlich ein bisschen ungut, wenn man es nicht weiß. An und für sich ist es aber kein Problem, weil ich kann ja natürlich auch, wenn ich nur kurz drücke, zurückgehen, wie ihr seht. Das ist nicht so schwierig, sage ich mal. Ja, schauen wir uns das einmal an, und ich hätte mir gedacht, dass ich in nächster Zeit dann auch ein ähnliches Szenario auf der Semmeringbahn von DTG fahre. Vielleicht auch mit derselben Lok, das weiß ich noch nicht, das überlege ich mir noch, um eben zum Schauen, wie die Unterschiede sind zwischen die Strecken, und da werde ich euch dann in die Videos selbst dann auch mit einer Infokarte das jeweils andere Video verlinken. Also da oben rechts das I, was da aufgeht. Und ja, jetzt wird es gleich losgehen. Und schauen wir mal, ob wir mit der Lok zurechtkommen. Wir können schon langsam losfahren. Wie gesagt, ich schaue, dass ich nicht mehr oder ein bisschen zu viel. So, okay. Das ist jetzt so um die 160 Ampere. Ich glaube, es sind Ampere. Zum Wegfahren nehmen, weil ja der doch relativ schwer ist, der Zug. So, und wenn wir jetzt rausschauen, haben wir vorne jeweils den vorderen Panto oben, einen relativ langen Zug, natürlich mit 3D-Zugwagen, und hinten Schlusslicht, Zugschlusstafel, ne, dass es rausbringt. So, und jetzt schleichen wir mal den Semmering rauf. Also jetzt müssen wir mal da gerade fahren.
Und wie ihr wisst, dürfen wir uns ja in Österreich nicht befreien. Der Grund hierfür, falls es nicht bekannt ist, weil ich in meinem letzten Video gesagt habe, dass es Gründe dafür gibt, warum man sich in Österreich nicht befreien darf, ist folgender: Es hat einmal einen Fall gegeben, da hat sich ein Lokführer, Triebfahrzeugführer, wie auch immer, aus der Überwachung befreit und hatte dann einen Unfall. Er hat irgendwie nicht mehr da bremst oder was, keine Ahnung. Und wenn er sich nicht aus der Überwachung befreit hätte, hätte es den Unfall nicht gegeben. Lauter hätte, das ist wieder gutes Deutsch von mir. Und deswegen darf man sich in Österreich aus der BZB nicht befreien. Hat man mal irgendeiner, habe ich mal in einem Chat gelesen, ich glaube beim Maverick war es, das dürfte ein Lokführer aus Österreich geschrieben haben. Das ist jetzt nur eine Info am Rande. So. Also ich finde das Repaint ist auch sehr schön. Soll ich euch das auch verlinken? Ich werde euch das Repaint eventuell auch verlinken. In der Beschreibung. Schauen wir mal. Was hinbringen. Im Repaint. Aber ich denke schon, ja, oh ja, das kann ich ja reingehen. Das brauche ich ja nur suchen. Also. So, jetzt müssten wir dann bald aus der Befreiung raus können. Natürlich habe ich wieder AP-Wetter genommen. Ich finde es so schön, wenn man da in Sonnenaufgang fährt. Das ist... Und in 4K auf den großen Monitor kommt das wirklich gut. Also, wenn es 4K habt, schaut euch das in 4K an. Das ist wirklich... Ich drücke schon wieder wie verrückt die Ziffertasten. Das ist... So, jetzt können wir rauf auf 80. Dadurch, dass ich das Szenario schon so oft in der Probe gefahren habe, ist jetzt hauptsächlich größtenteils die Streckenkenntnis auch schon da, dass ich teilweise ohne Hut fahren kann. Sagt mir halt, wie es euch lieber ist. Dann muss ich halt mehr üben, bevor ich was fahre. Aber es ist natürlich angenehmer ohne HUD. Oder wie dieses Teil da heißt, keine Ahnung. Driver Interface, glaube ich, heißt es, aber ist ja wurscht. Man gewöhnt sich dran mit und ohne. Also es ist klar, wenn ich eine Strecke nicht kenne und nicht weiß in etwa, wo die Beschränkungen in etwa sind, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber es ist schon schöner ohne. Also, schauen wir mal, ob wir Außenansicht kriegen. Wieder nur von oben. Jetzt habe ich den Zeit. Jetzt haben wir eine von unten, jawohl. Dann, ihr wisst, was kommt, wenn Andi unten fährt. Na was? Genau. Makrofonieren. Müssen wir. Ist Pflicht. Bei mir. Ich schalte die Instrumentenbeleuchtung wieder aus. Das ist angenehmer ohne. Ich kann auch da, das ist auch recht hübsch so fahren. Das gefällt mir auch ganz gut manchmal. Es ist, dadurch, dass ich die Uhrzeit auch geändert habe, ist es ein bisschen diesig. Aber sonst wäre es mir zu hell gewesen mit der Originaluhrzeit. Also, aber wir können da jetzt einmal durchfahren. Bis Semmering können wir durchfahren. Das habe ich ein bisschen geändert, dass es ein bisschen leichter ist, weil ich mit dem Fahrplan nicht sehr einverstanden war. Also wir werden da jetzt irgendwann einmal diesen Zug von vorhin wieder überholen, schätze ich einmal. Das wird da vorne stehen. Der hat drauf eine ungarische Lok, glaube ich, aus irgendeinem KI-Paket. Fragt mich nicht welches. Ah, da vorne steht er eh schon. Ich schalte aus auf 2, dass wir das ein bisschen knapper vorbeifahren. Fenster raus bei 80. Und da haben wir ihn schon. Da rauschen wir mal vorbei. Beladene Janus X-Wagen, da wird sich der Maverick wieder freuen. So, da
Bayerische Transportgesellschaft. Können wir da irgendwo Außenansicht von... Nee. Jetzt haben wir eine von unten, was auch nicht schlecht ausschaut. Wir spielen Indianer, wir liegen am Gleis. Wir fahren für VW. Na bitte. Der Kollege, leider haben die, warum der den falschen Band da oben hat, weiß ich nicht. Ich habe ihn eigentlich umgedreht. Beim Setzen, dass der vordere oben ist, aber irgendwie hat er mal wieder den hinteren raufgegeben. Bin ich nicht drauf gekommen, ist mir jetzt momentan relativ wurscht. Klar ist halt blöd mit den Kesselwagen mit hinteren, aber was soll's. Ich kann es sowieso nicht ändern. Jetzt habe ich leider vergessen, dass ich den nochmal umdrehe vor dem Aufnehmen, aber wie gesagt, Semmering ist eine schöne Strecke. Ich fahre sie gern. Sie ist ruhig. Hat aber auch ihre Tücken, überhaupt wenn man es im Fahrplan ein bisschen einbaut. Und ich habe dann auch geschaut, dass wir bei Reichenau wieder auf links fahren, also wieder auf rechts rüberfahren, nach Reichenau. Das ist alles ein bisschen kompliziert, weil das ist, bei der ÖBB, die haben immer so oft gewechselt von links auf rechts, dann wieder links, dann wieder rechts. Jetzt wollen sie angeblich von Bayerbach Reichenau bis Mürzzuschlag wieder auf rechts wechseln und dann nur mehr von Mürzzuschlag bis Spielfeldstraße runter auf links fahren. Also ich glaube 2012 haben sie dann von Wien runter bis nach Bayerbach Reichenau auf rechts gewechselt. Das war 2012. Bin mir jetzt nicht sicher und ja, das ist alles ein bisschen verwirrend bei der ÖBB. Also im Prinzip ist es wurscht, wie man fährt. Die Signalisierung ist da, man kann auf beiden Seiten fahren. Und somit hätte ich mal gesagt, das wird ziemlich blunzen sein, wenn man das auf gut Wienerisch sagt. Leider poppen die Bäume wieder ein bisschen auf. Warum, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich da nicht wirklich was geändert an die Grafikeinstellungen. Aber es ist nicht so schlimm. So. Durch die Station durch mit 80. Jetzt müsste dann 65 kommen. Ja, da. Nach Steinhaus kommt 65. War ich doch gut. Nämlich bevor wir in den Tunnel reinfahren, hätte ich mal gesagt. Glaube ich halt. Überwachung werden wir da keine kriegen, wenn wir nichts von uns haben. Am Semmering um müssen wir dann ein bisschen warten, aber das wird nicht allzu lang sein. Vermutlich einmal. Schauen wir mal, was sie da tut. Na, da haben wir noch Zeit. Ja, wir haben eh Zeit, wir haben einen Güterzug, einen langsamen, also. Und da wir eh kein Geld haben. Ja, der Schmäh ist auch schon wohl was. Wird er dann bald kommen. Ich bin jetzt ein bisschen zu vorsichtig gefahren, Leute, ich weiß es, aber ich müsste doch nur nach dem Signal müssen der kommen, bevor man im Tunnel reinfährt. Das heißt, ich gehe da gleich mal auf 65 runter. Ja, da vorne kommt er jetzt. Das war viel zu früh, aber da ich weiß, dass wir sowieso einen Aufenthalt am Semmering haben, können wir sich da ein bisschen Zeit lassen. Und da haben wir die 65. Zugbeeinflussung. Bestätigt soll das doch
Und Fernlicht ist aufgedreht. Ja, rollen wir durch den Tunnel. Da ist wieder etwas dunkel. Ich will aber jetzt nicht wirklich an die Lichtverhältnisse was ändern, weil es mir an und für sich so gefällt. Müssen wir halt damit leben. Das ist aber, sind aber auf der RSSLO-Strecke sind nicht so viele dunkle Tunnel wie auf der DTG-Strecke. Dafür sind die Geschwindigkeiten teilweise ein bisschen anders und die Signalisierung auch teilweise. Also auf der DTG-Strecke sind teilweise Vorankündiger dort, was nicht sind oder doch sind. Wie gesagt, ich bin die Strecke selbst in Real zwar schon gefahren, aber da hatte ich noch nicht die Ambitionen zum Schauen, wo welche Tafeln irgendwie rumstehen. So, wenn wir ein bisschen langsamer, ein bisschen können wir gehen. Ich habe da leider keine Uhrzeit. Warum hat der Tankanzeige? Ich habe mir gedacht, das ist eine E-Lok. Okay, kann sein, dass das MDF für die Dieselversion der X3A funktioniert. Komisch, sehr komisch. Ich glaube, so können wir den 40er halten. Zugbeeinflussung. So, da fahren wir. Ich bin ein bisschen zu schnell, ich weiß, das sind 40 eigentlich nur erlaubt, aber jetzt bremsen wir uns einmal rein. Falsche Tasten. Na, schön hingestellt, jawohl. So da, und jetzt müssen wir warten, bis der da hinten ausfährt. Was haben wir jetzt? Jetzt sind wir da. Wie ihr seht, es sind beide Pantographen, die vorderen oben, und der kommt schon. Das ist wunderschön. Ob uns der ungarische Zug noch einholt, weiß ich nicht, ob sich das ausgeht. Ich gehe mal wieder in die Innenansicht, weil ich jetzt nicht genau weiß, wann wir frei bekommen. Jetzt kommt nur ein Holzzug rauf. Und dann kriegen wir eigentlich eh schon wieder frei. Oder vielleicht sogar ein bisschen früher. Also wir kriegen nicht frei, wir kriegen HP1. Meine Frau hat auch gestern gesagt, deine Ampel ist grün. Ich habe das süß gefunden. Das ist keine Ampel, Leute, das ist ein Signal. Aber sie kennt sich halt nicht aus mit Eisenbahnen und hat gemeint, deine Ampel ist grün, wie ich das gestern Probe gefahren habe. Das war irgendwie lustig. Ich weiß, man macht nicht Witze über seine Frau, aber sie wird mir's nachsehen. Das quietschende Sieferpedal ist auch immer ein Wahnsinn. So, jetzt warten wir. Ich habe da eben einiges an 3D-Zug und das andere, ich glaube, ein oder zwei Waggon von diesem ÖBB-Pack. Ja, einer, glaube ich. Ja, der da, genau. Der da ist drauf. ÖBB-Pack, diese Containerwagen, die was bei der 1014er dabei waren.
Die habe ich noch rangehängt. 5 Stück noch. Ja. Das reicht zum Bergabfahren. Da wäre auch die KI hinten geändert, weil da ist ein 101er drauf gehängt und das geht gar nicht. Ich wollte eigentlich den Holzzug auch noch ändern, weil der hat so scheißliche Klänge gehabt jetzt. Aber irgendwie bin ich nicht dazu gekommen mehr, also ich hab's dann aufgegeben. Ich hab die Strecke schon, also beziehungsweise den Zwangsbremsung. 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 Ich war unter gekommen. Zugbeeinflussung. Das ist aber jetzt lächerlich. Jetzt habe ich die AFB etwas zu knapp eingestellt. Und kassieren natürlich glatt eine. Das ist mir beim Probefahren nie passiert, Leute. Nie. Kein einziges Mal, dass ich da über die 45 gekommen bin. Und jetzt beim Aufnehmen, bam, Zwangsbremsung. Das ist doch wie verhext, große Dirken auch schon. Entschuldigung. Aber ist ja wahr. Das muss ich jetzt natürlich drinnen lassen, aber Schnauze. Jetzt bin ich etwas böse. So. So fährst du nicht. Aber jetzt habe ich die Hälfte bis circa die Hälfte vom Video schon gemacht, jetzt fange ich nicht nochmal von vorne an. Hast doch nicht schon wissen. Ja, da geht man doch ein bisschen drüber jetzt, ja. Das habe ich nicht bedacht, dass aber sonst habe ich es immer auf 40 gehabt, glaube ich, beim Probefahren. So geht man der jetzt doch um einiges drüber, naja. So, wir dürfen eigentlich eh schon 50 fahren. Nachher ist dann eh wurscht, wenn wir nicht in der Überwachung sind, wenn wir da 1-2 km/h drüber sind, wenn wir nicht in der Überwachung sind, wird sich kein Schwein dran stoßen. Nur das Blöde war halt diese restriktive, das Wechselblinken und ja, mein Fehler. Ich nehme es auf meine Kappe. Aber der hält ja die Geschwindigkeit eh ganz gut. Also man muss da wirklich nur ganz gering drunter bleiben. Bei manchen geht es ja gar nicht anders, als dass man 5 km/h drunter bleibt. Und ich habe leider blöderweise vergessen, dass man halt bei den 45er beim Wechselblinken eigentlich nur 40 fahren sollte. Dann wäre mir das auch nicht passiert. Naja, egal. Ihr seht, das Wetter ist leider ein bisschen schlechter geworden. Es ist etwas bewölkt. Aber das geht schon. So, jetzt müssen wir dann. Jetzt müsste dann gleich der 60er kommen. Da können wir dann den Zugängenmesser verwenden. Entschuldigung, bei Rotraner darf man ja nicht sagen, weil es ja nicht von Siemens ist, weil die Lok ist ja von Bombardier. Der Bombardier. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Auf alle Fälle Frankreich. Jetzt hat er den 49er. Das ist erst knapp drüber über den Punkt. Das war mein Fehler und ich hämmer schon wieder auf die Ziffertaste. Jetzt müsste noch ein Tunnel kommen und dann müsste eigentlich der 60er kommen. Ja, schauen wir mal. Da vorne ist der 60er, genau. Und zweimal die E-Taste, für die, die es nicht wissen. Zweimal. Und dann macht es irgendwann Pips, Pips. Wenn wir drüber sind. Oder auch nicht. Na, es macht Pips.
ist halt nicht der Roadrunner gelang, aber... Na, habt's gehört? So, wieder zwischen. Jetzt müssten wir auch in etwa einen 60er wieder kriegen. Das letzte Stück ist ein bisschen zart. Huch, durchs Haus durch, ne? Das wollen wir nicht. Fahren wir mal in der Transportfieberansicht. Beziehungsweise Trennfieberansicht sogar. Die Transportfieber ist ja schon. Da hat man ja teilweise auch schon Innenansicht oder Stoßstangenansicht oder wie auch immer. Also mir gefällt dieses Repaint von der Draht. Ich finde das sehr schön. Und die Strecke, wie gesagt, die RSSLO ist teilweise besser ausmodelliert. Huch. Zugbeeinflussung. Was mache ich auf 55? Kann man genau. Ja, ich weiß. Ich habe mit der AFB runterbremst. Sorry, Leute. Warum man da die Einschränkung gegeben hat, weiß ich nicht. Es ist eigentlich eher 60er dann. Aber gut. Nein, ich finde das wunderschön, wenn man da aus dem Tunnel in den Sonnenaufgang reinfährt. Ein bisschen weniger. In Deutschland könnte man sich jetzt befreien, bei uns leider nicht. Also fahren wir so ein bisschen langsamer das Ganze da. Ich finde das schon schön, wenn man da die Felsen ranfährt, langfährt und so. Das hat schon was. So. Da ist er vorher auch am anderen Gleis. Ich weiß jetzt nicht, welches das Richtige ist. Aber ich habe mir gedacht, ich fahre da mitten durch mit dem Güterzug und nicht auf irgendeinem Bahnsteig. Finde ich irgendwie realistischer. Ehrlich gesagt. Na, das ist schön. Das ist wirklich schön. Und ob da jetzt ein 1042 oder 1142 dahinter hängt, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe das fiktiv anhand von diversen Bildern, weil es mir eben gefällt, so einfach zusammengestellt. Und ob die Reihung vom Güterzug reell ist, kann ich euch leider auch nicht sagen. Also, wie gesagt, ich mache das hauptsächlich nach Gefühl, weil es mir gefällt. Und ich weiß auch nicht, ob die Wiener Lokalbahnen über den Semmering fahren sind mit der 187er. Ist mir aber auch relativ wurscht, mir gefällt das Repaint. Ich finde die Lok okay. Sie ist recht angenehm zum Fahren. Naja. Also es gibt Schlechteres. Also, klar, RSSLO hat schlechtere Sachen, RSSLO hat, weiß ich nicht, ob es bessere Sachen hat, aber so im Großen und Ganzen ist die Lok in Ordnung. Vor allem es gibt viele Repaints dafür. Wie gesagt, das von der WLB, das wäre ich wahrscheinlich von der Partnerbahn, Wiener Lokalbahnen, das werde ich euch verlinken, das Repaint unten in der Beschreibung. Nachher dann, wenn ich es hochlade. Und ja. Und jetzt schlängen wir uns einmal runter nach Glocknitz, hätte ich gesagt. Jetzt sind wir eigentlich beim Bahnhang schon vorbeigekommen, ja, ich glaube. Dieses große Hotel, was da ist. Das ist, ich glaube, auch schon. Das war ein Luxushotel in die 30er Jahre. Aber
Aber ich glaube, ist das schon verfallen oder? Naja, gut, keine Ahnung mehr. Okay, wir haben noch immer das Recht. Also, ihr seht, ab und zu schaue ich in das Driver-Interface rein. Gewohnheit. Aber es geht auch ohne Hund, ohne Driver-Interface. Jetzt haben wir, den habe ich hingestellt, den Zug, ja, ich finde ihn recht hübsch so. Vielleicht ein bisschen eintönig von der Wagenreihung her mit der UECX-Wagen. Die Jaffa-Lackierung, aber ich wollte nicht noch die Schlieren auch noch reinladen. Ist schon so wie ich eingelohnt habe und so habe ich mir gedacht, lassen wir das einmal. Theoretisch müsste uns jetzt vor Glocknitz nur mehr eine Schnellbahn entgegenkommen, was ein bisschen fad ist, aber irgendwie sind mir dann die Ideen ausgegangen, was ich da noch mache, weil ist da wirklich so viel Verkehr über den Semmering? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich das andere Szenario, also von der DTG-Version, werde ich schauen vielleicht, dass ich auch in etwa dieselbe Uhrzeit und dasselbe Wetter nehme. Und eventuell auch mit der 109 oder 187, aber das weiß ich noch nicht. Vielleicht in einer anderen Lackierung. Schauen wir mal. Na, wo schauen wir denn? Da ist er ja, der süße Zug. Nein, süß ist er nicht. Einmal auf der Brücke. Haben wir schon den 70er gehabt? Nein, der kommt erst. Ich finde im Großen und Ganzen heute die Trucks, die AFB recht gut. Wie gesagt, das mit der Zwangsbremsung, das war leider mein Fehler. Das kann halt passieren. Das ist... Jetzt fahren wir durch das schwarze Loch. Ja, jetzt müssen wir gut nach Bayerbach-Reiche noch kommen, glaube ich, oder? Ist das jetzt schon Bayerbach? Nein, das müssen Küb sein. Ah, was steht da? Ne, das ist was anderes, keine Ahnung. Wo ist Bergkugel? Ja, Leute, ohne Interface. Klammschott Wein, Klammschott Wien so. Ja, das ist auch recht lustig. Die Station heißt Klammschott Wien und bei den Stationstafeln auf der DG-Version steht, glaube ich, auch Klammschott Wien. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber im Driver-Interface steht Klammschott Wein. Das ist halt nicht, das ist DTG, Leute. Sie können es nicht. Gut, aber wenn man eine andere Muttersprache hat, ist das klar. Übrigens ist in der RSSLO-Version sind auch ein Stück, nur Stickel, Gleise von der Schmalspurbahn in Bayerbach-Reichenau, glaube ich, ist die verlegt. Allerdings nur die Gleise, da kann man nicht fahren drauf. Also nur die, was neben der Haupttrasse verlaufen, die sind eben verlegt. Kann man sich dann anschauen, aber mehr auch schon nicht. Ich muss einmal schauen, ob man da vielleicht die Steins draufstellen kann, dass da irgendwas rumsteht. Und vielleicht ein, zwei Waggon, wenn das geht, muss ich probieren. Man fahren kann man es nicht, aber vielleicht kann man es ja hinstellen. Dass wenigstens was dort steht, wo man vorbeifährt. Wäre auch interessant. Soviel ich weiß, bei der ÖBB eben auf der kleinen Reifling hat man eine Schmalspurbahn, die kann man fahren. Allerdings gibt es da halt nicht wirklich viel Rollmaterial.
Und das Problem bei der, wenn man sich die Schweizer Strecken nimmt, ich glaube, die sind alle elektrisch. Wieso habe ich da 70er? Ich habe das 70er Schild nicht gesehen, Leute. Okay, wie gesagt, ich glaube, die sind alle elektrisch. Und die Citybahn von Kleinreifing ist ja nicht elektrifiziert, also somit kann man die Dinger auch nicht fahren. Außerdem weiß ich nicht, ob die dieselbe Spurweiten haben. Die Citybahn in Weidhofen ist ja 750 oder 760 mm, so irgendwie. Und weiß ich nicht, was die Dinge gibt. Das ist nicht eine 1000er Spur ist, die Alkohol, außer wie auch immer. Keine Ahnung, gibt es da Dieselfahrzeuge auch, die man eventuell nehmen könnte? An Dampfloks gibt es einige. Ich meine, man kann natürlich die breitspurigen auch draufstellen, aber das schaut halt blöd aus. Gehen wir schon wieder auf 60 zurück. Den 70er zuerst wirklich nicht gesehen, Leute. Das ist, weil ich zu viel geredet habe. Eindeutig. Weil ich meinen Mund nicht halten kann. Beim Fahren. So. Es ist eine ruhige Kaffeefahrt oder wie auch immer. Vielfach. Ja, Schnauze. Nee, geht dazu go. Und schon Gleiswechsel. Naja. Wir wieder mal kurz rauszugehen. Er schlängelt sich, das schaut auch gut aus. Und ich habe extra nur 2 LKW-Walterwagen reingehen, weil man dachte, das ist sonst zu viel. Ich weiß nicht, ob die Zugzusammenstellung passt. Wie gesagt. Aber ich glaube, ich habe sowas Ähnliches schon mal gesehen auf diverse Videos oder Bilder. Jo. Gehen wir noch mal raus. Wieder nur von oben. Wieder rein, Tunnel. Kann natürlich sein, dass ich das eine 70er Schild zuerst nicht gesehen habe, weil ich gerade in der Außenansicht war. Durchaus möglich. Es ist leider noch ein ganz schönes Stück zum Fahren, also da ist er.
Ich habe da jetzt nicht geschaut, ob ich das richtige Zugziel drinnen habe. Ich habe ihn einfach draufgesetzt und den anderen Talent. Es ist eine schöne Strecke. Mir gefallen ehrlich gesagt die Viadukte in der RSSLO also ein bisschen besser als Hellerswil, aber so, da ist jetzt 70er. Dann, den habe ich gesehen diesmal. Ja, bin ich gut. Zielfahrt. Ja. Es zahlt sich fast nicht aus, dass wir da beschleunigen, aber wir sind noch immer nicht in Bayerbach-Reichenau angekommen, Leute. Und dann geht es weiter nach Glocknitz. Also es wird noch eine längere Fahrt. Leider wird uns da jetzt nichts mehr entgegenkommen. Aber ja, vielleicht ist nicht so viel Verkehr auf der Strecke. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt müsste es dann rüber gehen. Da haben wir jetzt 55. Zugbeeinflussung. Ich weiß, man soll nicht mit der automatischen Fahrbremsstellung runterbremsen. Doch nicht. Ein Stück weiter runter, wir sind so schnell. Das letzte Stück bin ich leider dann nicht mehr Probe gefahren, weil ich habe die Strecken schon immer sehen können. Da müsste aber dann eigentlich wieder 70 oder 60 zumindest. Na, jetzt geht's dann rüber. Das müsste jetzt Bayerbach sein. Ja, da ist die Schmalspurbahn. Daneben ist Bayerbach. Jetzt müssen wir dann irgendwann einmal rüberziehen aufs rechte Gleis. Okay, wenn die Beeinflussung aus ist, haben wir dann 80. Aber davon haben wir schon wieder 60, glaube ich. Ja, da haben wir jetzt 60, jetzt geht es aufs andere Gleis rüber, genau, und da haben wir 80. Zugbeeinflussung. Ich weiß nicht, ob man das bestätigen muss, wenn es grün ist, aber... Ein Schwenk aufs rechte Gleis. Jetzt geht es dann rauf auf 80. Zielfahrt. Hätte ich mal gesagt, schauen wir noch. Ja. So, ab nach Glocknitz. Dann haben wir es geschafft. Zielfahrt. Ja, Schnauze, die Sifa nervt schon wieder.
kommt uns leider nichts mehr entgegen, aber so, schauen wir mal, ob wir da wieder nur von oben. Das ist hübsch. Na bitte. Schaut das gut aus? Mir gefällt das. Ja, die Kurvenerhöhung, ob die wirklich so extrem sind, weiß ich nicht. Die haut doch ganz schön die Kurven hin und her. 70, ui. Das war jetzt ein bisschen spät. Ja, wir werden es überleben. Das war jetzt durch die Außenansicht leider ein bisschen zu spät gesehen. So. Jetzt haben wir es eigentlich eh bald geschafft. Zielfahrt. Ja, jetzt macht man die AFB da wieder einen Strich durch die Rechnung. Jetzt habe ich mich verdruckt. Das kann natürlich auch passieren. Wir haben aber glaube ich noch einen 70er. Ne? Ja klar. Das jetzt war jetzt so lang auf der, jetzt habe ich glaube ich nimmt die D-Taste und habe die C-Taste erwischt und jetzt ist er natürlich, das ist jetzt wieder das komische Zeichen, wo man nicht abbügeln soll. Naja, sind wir halt ein bisschen später dran, ist ja nicht so tragisch. Wir sind ja sowieso ein langsamer Güterzug, also. Das war jetzt eindeutig mein Fehler. Wieder nicht von unten. Das ist zu weit unten. Wie schaut das aus? Sieht man da überhaupt? Ah, man sieht aber auch, da. Geht aber auch, ja. Trainspotting vom Feldweg aus. Okay, gehen wir wieder rein. Sorry. Alter, war. Zugbeeinflussung. Hat er schon 40er? Na, haben wir noch nicht, aber. Ich gehe lieber gleich auf 40er runter. Fragt's mir nicht, wo wir stehen bleiben müssen. Schauen wir mal. Zielfahrt. Jetzt kommen wir Zielfahrt. Kilometer. Können wir eigentlich ruhig auf 50 reinfahren. Das war jetzt mein Fehler. Da vorne über Rot ist, müssen wir dann glaube ich stehen bleiben. Ja, in 1 Kilometer circa. Dann haben wir es geschafft. Es steht etwas wenig im Bayern, ich glaube mir so ja, weiß ich. Ich habe dann nicht mehr die Geduld gehabt, da noch was zum Hinstellen. Ich hoffe, ihr seht mir es nach.
Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, was ihr seht, lasst mal einen Daumen da. Und wer noch nicht hat, eventuell ein Abo. Hätte ich einmal gesagt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Fahrt über den Semmering. Ich stelle jetzt die Lok noch ab und machen wir dann einen Kaffee. Ja, muss auch sein, oder? So, Stücke noch. Zielfahrt. Ja, Ruhe. Da vorne haben wir das Signal, da können wir da auch schon stehen bleiben. Da fahren wir vor bis zum. Da haben wir jetzt noch ein Stück vor. Gut, bleiben wir da stehen. So, was macht das? Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja, Leute, wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut bei mir. Das mit dem Abo und mit Like habe ich eh schon gesagt. Und ich versuche halt demnächst ein weiteres Szenario hochzuladen als Vergleich mit der Semmeringbahn von TTG. Und wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Andi.